Es ist geschafft. Die neue RaceApp-Benutzeroberfläche ist fertig. Sie wurde von Grund auf mit moderner Webtechnologie neu aufgebaut. Sehen wir uns an, was das für Fahrer und Organisatoren bedeutet. Die neue Benutzeroberfläche verwendet neueste Technologie und modernen Aufbau, wodurch sie schneller und benutzerfreundlicher ist. Warum probierst du sie nicht einfach aus? Klicke dazu einfach die grüne Schaltfläche in der Menüleiste ganz oben an. Auch in der neuen Oberfläche hast du die Möglichkeit, über eine Schaltfläche ganz oben in der Menüzeile wieder zurückzuwechseln. Falls du Probleme hast, klicke darauf und sende uns Feedback im RaceApp Discord oder über unsere neue Feedback-Funktion. Dazu später mehr. In dieser Testphase läuft die neue Version parallel zur klassischen Oberfläche. Deine Daten und Aktionen bleiben zwischen beiden Oberflächen synchron. Sobald der Feinschliff abgeschlossen ist, wird die neue Oberfläche zum Standard werden und im nächsten Jahr wird die klassische Oberfläche endgültig entfernt. Dark-Modus ist hier. Als erstes fällt dir bestimmt der systemweite Dunkelmodus ins Auge. Eine viel gewünschte Funktion. Er ist augenschonender bei Nachtrennen, einiges moderner und hat einfach Stil. Du wirst es auf deinem Handy und während langer Endurance-Sessions zu schätzen wissen. Als nächstes Anmeldung und Kontenänderungen. Wir haben die Benutzerregistrierung über Discord und Steam entfernt, weil sie bei Unachtsamkeit zu doppelten Benutzerkonten führten. Neue Konten werden nur mehr per E-Mail und Passwort erstellt. Du kannst Steam und Discord später in deinem Profil verknüpfen und damit einloggen, aber das primäre Konto bleibt konsistent und vorhersehbar. Nun schauen wir uns das neu organisierte Hauptmenü an. Das Hauptmenü wurde in zwei klare Bereiche unterteilt, Community-Ebene und dein persönliches Menü. Wir haben globale, community-übergreifende Menüeinträge entfernt, damit du schneller findest, was du brauchst. Wenn du auf Visit Other Communities klickst, gelangst du zurück zur globalen Ansicht, in der du deine Lieblingscommunities anpinnen und sehen kannst, was dort gerade passiert. Ein Klick auf einen Community-Eintrag bringt dich zurück in die spezifische Community-Ansicht. Als nächstes Fahrereinstellungen und Profile. Die Fahrereinstellungen sind jetzt in hübsche Boxen gruppiert. Verknüpfe dein Discord- oder Steam-Konto, trage deine iRacing, RaceRoom oder andere Simulationskonto-IDs ein, oder liste deine Spielernamen für Titel wie Automobilista 2 oder R-Factor 2 auf. Premium-Funktionen können durch ein Abo freigeschaltet werden. In diesem Beispiel siehst du, dass dieser Benutzer ein 2-Euro-Abo hat, um Premium-Funktionen freizuschalten. Die nahegelegenen Community Boosts lassen sich jetzt einfacher aktivieren und verwalten. Es wird hier verwendet, um der RaceApp Global Community einen Boost zu geben. Kommen wir zur Serienübersicht. Die Serienliste gibt dir einen klaren Überblick über aktive und vergangene Serien. Aktive Serien zeigen eine angrenzende Event-Tabelle, damit du direkt zu einem Event springen kannst. Das ist ideal, um Rennkalender und Anmeldungen im Blick zu behalten. Schauen wir zu Multi-Run-Events und Bestätigungen. Events mit mehreren Läufen werden nun deutlich als separate Läufe in der Event-Navigation angezeigt. Wenn eine Serie Bestätigungsbuchungen nutzt, werden Bestätigungen über die Läufe hinweg synchronisiert, einmal bestätigen und du bist für jeden Lauf in diesem Event gebucht. Organisatoren haben einen verbesserten Event-Editor, der die Läufe gruppiert mit farbigen Boxen anzeigt. Sehen wir uns jetzt das komplett neue Buchungsmodul an. Das Buchungsmodul wurde von Grund auf neu aufgebaut, um schneller und intuitiver zu sein. Wir haben einen Voraussetzungen-Bildschirm eingeführt, auf dem du alle Anforderungen zum Beitritt zur Serie sehen kannst. Der Buchungseditor bietet nur die innerhalb der verfügbaren Optionen und konfigurierten Einschränkungen zulässigen Auswahlmöglichkeiten. Buchungen, Stornierungen und Sichtbarkeiten für Organisatoren sind klarer. Das reduziert Verwirrung am Renntag. Ihr habt gesagt, dass auch die Buchungsstatistiken ein neues Design brauchen. Buchungsstatistiken erhielten ein visuelles Update mit sauberen Donut-Diagrammen und Aufschlüsselungen.
Für Multiclass-Events gibt es ein zusätzliches Diagramm, das die Klassenverteilung zeigt, sodass Organisatoren die Grids ausbalancieren und Splits planen können. Lass uns zum Event-Editor für Organisatoren springen. Organisatoren erhalten einen neu gestalteten Event-Editor, der Planung, Session-Typen und Laufkonfigurationen vereinfacht. Die Planung einer Sprint- plus Endurance-Runde oder eines gemischten Sessionplans ist nun unkompliziert. In zukünftigen Updates werden hier weitere Eingeben hinzukommen, wie etwa zu Renndauer oder Wetter. Als nächstes Hochladen und Verwalten von Logfiles. Der Logfile-Import ist jetzt Teil der Eventseite mit einem eigenen Logfiles-Tab. Die Upload-Auswahl berücksichtigt direkt die entsprechende Simulation der Serie und bietet nur passende Buttons an. Lade Rennlogs also direkt beim Event hoch, sieh nach, welche Dateien angehängt sind. Über den Edit-Link entfernst oder ersetzt du sie bei Bedarf. Du brauchst keine manuellen Verknüpfungen mehr. Nun ein Blick auf Serieneinstellungen. Serieneinstellungen sind in Boxen gruppiert, anstatt als lange Optionsliste. Die Boxen im Bereich Basic Settings geben dir Informationen zur Hauptkonfiguration dieser Serie, wie verwendete Simulation, Fahrzeugklassen, klassische Teams und Endurance-Teams. Der Bereich Booking enthält die Box Booking Preconditions, die dir sagt, was benötigt wird, um der Serie beizutreten. In Booking Features kannst du spezifische Funktionen wie den Livery Browser und erforderliche Pflichteingaben aktivieren. Booking Limits enthält alle Maximalwerte für Autos, Startnummern, Lackierungen und so weiter. Booking Modifications bietet eine detaillierte Konfiguration dafür, welche Änderungen für bereits gebuchte Fahrer erlaubt sind. Es gibt noch mehr Boxen zu entdecken, wie Single Event Booking und Scoring. Als Organisator klicke auf das Einstellungs-Icon einer Box, um das Eingabeformular mit den relevanten Feldern zu öffnen. Auch an die Verwendung am Smartphone haben wir gedacht. Du bekommst eine kompakte Ansicht und die Informationstexte erscheinen beim Klicken auf die Fragezeichen. Als nächstes, der Score-Tabellen-Editor. Der Score-Tabellen-Editor passt sich jetzt an den verfügbaren Platz an. Das Bearbeiten von Punkten und Strafen ist viel übersichtlicher. Es gibt eine eigene Ansicht für fahrertagspezifische Score-Tabellen und Tabellen für Performance-Gewichte. Ein weiterer Bereich, Community Branding und Farbeinstellungen. Die Farbverwaltung für Communities wurde verbessert. Setze hier dir Farben für das Hauptmenü, die Navigationsleiste und die primären Farbakzente. Die Farbe für den Seitenhintergrund hat momentan noch keine Auswirkung, weil das die klassische Oberfläche falsch beeinflussen würde. Auch diese Einstellungen sind synchron zwischen beiden Versionen. Bei der Farbauswahl ändert sich die Darstellung der App direkt live, sodass du die Auswirkungen sogar schon sehen kannst, bevor du speicherst. Die Farbauswahlen geben auch eine Hilfe für empfohlene Kontraste, um die Lesbarkeit zu optimieren. Bitte beachte, deine Community benötigt einen aktivierten Booster, um benutzerdefinierte Designoptionen und andere Premium-Funktionen freizuschalten. Eine weitere Neuerung verbirgt sich im Hauptmenü unter Help and Info. Hier findest du Kontaktinformationen, Logo-Downloads und Details zu unserem Abosystem. Neu ist, dass es einen eigenen Bereich für Tutorial-Videos gibt, wie das du gerade ansiehst. Das Hilfezentrum wird bald um erste Schritte für Fahrer und Organisatoren erweitert. Wenn dir das Konzept gefällt, werden wir weitermachen und Inhalte für komplexere Themen wie Multiclass-Scoring, Fahrerkategorien und Endurance-Rennen hinzufügen. Wenn du eine Frage oder Rückmeldung für uns hast, gibt es jetzt einen besonders einfachen Weg, um mit uns in Kontakt zu treten. In der oberen Menüleiste findest du eine Feedback-Schaltfläche. Damit kannst du uns Probleme, Funktionswünsche oder einfach Feedback mitteilen. Das Formular übermittelt zudem, auf welcher Seite du dich gerade befindest und welche Browsereinstellungen du verwendest. Das macht es uns viel leichter, deine Beschreibung nachzuvollziehen. Im persönlichen Bereich des Hauptmenüs findest du einen Menüpunkt für Nachrichten. Wenn du eine Antwort von uns erhältst, siehst du das an einer Markierung. Im Nachrichtenzentrum sind alle deine persönlichen Nachrichten mit uns ersichtlich und wir können uns ähnlich wie in WhatsApp darüber unterhalten.
Diese Nachrichten sind vertraulich und können nicht von anderen Benutzern eingesehen werden. Wir können hier also auch sensible Informationen besprechen. Die Funktionswünsche werden in einem eigenen öffentlichen Bereich gesammelt. Du findest diesen im Infocenter. Wenn du Supporter bist, kannst du aktiv an der Funktionsgestaltung mitwirken und neue Vorschläge einbringen oder bestehende Vorschläge kommentieren. Als Supporter hast du außerdem 5 Tickets, mit denen du deine wichtigsten Features priorisieren kannst. Wenn wir sehen, dass ein Feature besonders oft gewünscht wird, werden wir das bevorzugt behandeln. Natürlich steht dir auch weiterhin unser Discord zur Verfügung, wenn du deine Anliegen lieber dort besprechen möchtest. Einige Funktionen wurden absichtlich aus der ersten Veröffentlichung weggelassen, weil ihre Konzepte überdacht werden mussten. Wir planen neu gestaltete Ersatzlösungen. ACC Track Records, das wird durch einen simulationsunabhängigen Trackzeitstatistikbericht ersetzt. Personalisierte Benachrichtigungen, diese könnten als Zusatzfunktion unseres neuen Nachrichtenzentrums zurückkehren. Event- und Seriensuche wird durch eine Google-ähnliche globale Suche ersetzt. Fahrerpräferenzen und Favoriten werden in ein intuitiveres System überarbeitet. Cross-Community kombinierte Listen wurden zur Klarheit entfernt und durch fokussierte Community-Ansichten ersetzt. Wir kommen zum Ausblick auf die nächsten Schritte. Sobald die neue Oberfläche stabil ist, werden wir die klassische Oberfläche zurückziehen, damit wir uns auf eine Plattform konzentrieren und Features schneller ausliefern können. Serverseitige Arbeit wie das Hinzufügen neuer Simulationsunterstützung kann unabhängig weiterlaufen und früher erscheinen. Wie du gesehen hast, ist aktuell alles in Englisch. Deutsch und viele andere Sprachen sind während der Early Access Phase mit KI-unterstützten Übersetzungen geplant. Für Entwickler, behaltet die Release Notes im Auge, einige API-Endpunkte werden sich ändern. Und an alle, danke für die Unterstützung von RaceApp, eure Abos und euer Feedback halten dieses Projekt am Laufen. Eine letzte Sache bevor wir fertig sind. Wenn dir diese Tour gefallen hat, lass gerne ein Like oder einen Kommentar da und sag uns deine ehrliche Meinung. Teile das Video gerne, um uns zu helfen, etwas mehr Reichweite zu erhalten. RaceApp wurde für Communities geschaffen und wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Das war's, nochmals danke und bis bald auf der Strecke.